auf eine sehr effiziente Art und Weise. Wir haben dafür den Shin Ashina hier, das ist der Chefkeramiker und Techniker aus unserem Labor in Chicago und vor allen Dingen er arbeitet außerdem sehr mit Dr. Tanaka zusammen und hat auch an der Technik und der Effizienz dieser Technik, da hat er einiges zu beigetragen. Hi, my name is Shin. I'm from Chicago, USA. I work with Dr. Tanaka, and today I'd like to show you how to do the coloring of Zirconia, full contour Zirconia. Was er Ihnen also zeigen wird, ist heute, wie man monolithische Zirkonkronen einfärbt. Okay. And we have two different materials, a high strength material and a low strength material. Wir haben zwei Materialien, ein hochstabiles Material und ein weniger stabiles Material. Okay, so we're going to do the demo of the lowest material, and it's 600 megapascal, but it has a super translucent. Also was er zeigen wird, ist das 600 Megapascal Material, was eine super hohe Transluzenz hat. Okay, so I'd like to start coloring. Also er zeigt jetzt, wie er einfärbt. And we're going to use this basic kit for the demonstration today. Für die Demonstration benutzt er auch gleichzeitig das, was Sie hinterher als Start- oder Testset kaufen können. Das ist einfach, um mal zu zeigen, wie wir so eine prototypische Schichtung einer monolithischen Vollzirkonkrone machen. Okay, so for the main body color, we're going to choose A2. Also er hat sich jetzt hier entschieden, die Hauptbodyfarbe wird eine A2 sein. And for the cervical, we're going to use A3.5. Und für die zervikalen Bereich nehmen wir die A3,5, also so eine dunklere Dentinfarbe. Okay. And we're going to use two incisals. Und wir benutzen zwei Incisalfarben. One is light incisal. Einmal das Light Incisal, helles Incisal. And the other is dark incisal. Und das dunkle Incisal. Okay. And one more important thing, we're going to use a thinner. Und noch eine wichtige Sache, wir benutzen einen Verdünner. Okay. The thinner, we're going to use it for washing our brush and also to use for the final finish. Und den Verdünner benutzen wir zum Reinigen des Pinsels zum einen und dann auch am Ende für den Finish nach dem Einfärben. Da wird er dann zeigen, wie wir diese Spezialflüssigkeit anwenden. Okay, so we're going to start coloring the actual crown. So, jetzt beginnen wir also diese Vollzirkonkrone einzufärben. Okay, so first, when you start your crown, start from inside of the crown. Wenn Sie also anfangen, Ihre Krone einzufärben, fangen Sie von innen an. Okay, so we're going to pick A3.5, the color that we picked for the cervical color. Und wir nehmen die dunklere Dentinfarbe, die wir dann auch für den zervikalen Rand nehmen, das ist die A3,5. Okay, so you can color it roughly, just go all around. Die Farbe wird mit dem größeren Pinsel grob aufgetragen, einfach eine Schicht oder eine Schicht grob aufgetragen. So roughly means, you don't really have to make sure you cover the whole surface. Just roughly. Also grob meint eben, Sie müssen nicht gucken, dass Sie jeden weißen Fleck eben hinkriegen. Self-service, you think? Sondern Sie können einfach hier einen groben Auftrag machen. Okay, so when you look inside, probably you'll see some part it's not colored, but you don't really have to worry about it. Und jetzt sehen Sie also hier, da sind manche Bereiche nicht eingefärbt, aber kein Problem. Kein Problem, das kommt, der grobe Auftrag reicht. And the reason why I'm doing coloring like this is the success way of creating a monolithic zirconia is the word inconsistency. Ja, also das Zauberwort, um eine schöne monolithische Krone hinzubekommen, sind eben gerade diese Unregelmäßigkeiten, die man durch Eintauchen oder sowas nur oder Einfarbigkeit einfach nicht hinbekommt.
Yeah. So the natural tooth, basically, it's not a solid color. It has a lot of color, a lot of different thickness. So you're going to see a lot of color in one shade. Also das bedeutet, wir orientieren uns immer, so hat es Dr. Tanaka auch schon immer gemacht, am natürlichen Zahn. Wir gucken die Ästhetik vom natürlichen Zahn uns ganz genau an und dementsprechend schichten wir Keramik, dementsprechend bemalen wir auch hier diese Vollzirkonkronen. Okay, so we're going to go to the cervical. So, jetzt kommt die zervikale Schichtung. So, use your brush. Some people like to go just all around, make it fast, easy. But we like to use the brush with an angle. Also viele machen das so, dass sie einfach zirkulär die Farbe hier aufbringen. Das machen wir so nicht, sondern wir tupfen quasi die Farbe auf den Zervikalrand, um das unregelmäßiger zu machen. Okay, so this is the inconsistency. It's a zigzag. That will create a natural appearance. Einen Zickzackring also zervikal. Mit der dunkleren Inzisalfarbe, mit der A3,5. Okay. So when you're coloring, probably you'll still see the same thing. It's rough. Also wenn wir das einfärben, also Sie sehen hier, das machen wir einfach grob. Ja? Also das ist nicht so jede Feinheit. But you're going to color 4 times all around, so that will cover the whole surface. Also, da Sie das aber viermal, also es wird viermal gemacht, immer tupfen rundherum, ja, und dann werden Sie schon jeden Bereich eben einfärben. Okay. Well, today this is a demonstration, so let's pretend like we finished 4 times. Okay? Heute bei der Demonstration sagen wir jetzt einfach mal, okay, jetzt haben wir die 4 Schichten gemacht, ja, obwohl wir jetzt nur eine Schicht gelegt haben. Okay, so we finished 4 times, and then we're going to use the fine tip. So, und jetzt fangen wir mit dem kleinen Pinsel an zu arbeiten, nachdem wir das 4-mal gemacht haben. Okay, so now you're going to pick the final shade, A2. Und jetzt nehmen wir wieder die Bodyfarbe, für die wir uns entschieden haben, eben A2. Okay, and then what you do is you go with the vertical line. Was wir machen, wir malen die Farbe vertikal auf, die Hauptbodyfarbe. Okay. When you color, same thing. Go roughly and try to create a mamelon effect on each cusp. Und auch hier, wir bleiben dabei, wir tragen die Farbe quasi grob vertikal auf, ja, und erzeugen damit gleichzeitig so einen Mamelon-Effekt für diese Vollzirkonkrone. Okay, so something like this. All the spikes. Okay, so you're gonna go all around same time 4 times. You go all Und auch around. wieder hier 4-mal gehen wir rundherum, ja? Okay, so just keep going around. Okay, so you go 4 times all around again, Also auch 4-mal das Ganze. right? Then once you're done with this, we're gonna go to the occlusal. But one thing you don't forget to do. Also bevor wir jetzt zum Einfärben der Okklusalfläche kommen, machen wir noch eine Sache. Okay, A2, body shape. Extend your mamelon up to the edge of the cusp. Wir verlängern jetzt nochmal mit der A2 eben die Mamelons bis in die Höcker. But this one, just do it 1 time. Das machen wir nur einmal. And the reason why is when you look at the shade tab, even the incisal, it has a translucent, but you can still see a little orangish color on the incisal. Entschuldigung. Yeah, sorry, okay. Can you repeat? Yeah, sure. So the reason why I'm doing this one more time, when you look at the shade tab, the incisal edges, you can see a little orange, warm color, and that's the reason why you put you extend the body right here, so that you can create a little orangish color on the incisal edges. Okay, wenn man die Vermusterzähne sich anguckt oder eben auch die natürlichen Zähne sich anguckt, dann sieht man immer, dass im Bereich der Höckerspitzen nochmal so ein leichter orangefarbener Schimmer ist. Und
Und deshalb macht er das. Also wir gucken immer nach einem natürlichen Zahn, wie sieht der aus, und dann versuchen wir entsprechend die Farben eben aufzubringen. Okay. So once you're done with that, then we can go to the occlusal. So, wenn wir das jetzt gemacht haben, kommen wir zur Okklusalfläche. Okay, occlusal, same thing. Some people like to use a color, just go like dip in the middle, the whole color. That's not a good idea. Auf der Okklusalfläche machen das viele so, sie nehmen einen großen Pinsel und bringen hier eine Farbe ein. Er sagt, ist nicht so ganz so eine gute Idee. Yeah, so the best way to create a three-dimensional natural appearance is to put the color in between the supplemental ridge and the main ridge. Das Beste, um eine natürliche Farbe zu erzielen, ist, dass man die Farbe jetzt einbringt zwischen die Wülste, also zwischen die Hauptwulst und die Supplementärwülste, und zwar. Okay. And the reason why you do this is because grooves, that's when you go to the deepest part of the groove, that's the thinnest part of your enamel. And enamel is like a filter, so if it gets thicker, the color of the dentine doesn't show through. Also warum macht er das? Er macht ja hier diese Punkte, setzt er hier rein, und zwar je mehr man zur Fossa hinkommt, desto dünner ist dort das Dentin, das heißt desto dünner ist die Schmelzschicht und desto mehr scheint das Dentin durch. Und deswegen wollen wir hier im Bereich der Fossa eben, dass das Dentin mehr durchscheint. Okay, so when you're done, basically what you're going to see is a lot of dots. Jetzt sehen Sie also die ganzen Punkte, die er da gesetzt hat. Okay. In midsection you can go 4 times, and out mesial and distal part you can make it a little bit less. So that will create a color difference, and that will give you another three-dimensional effect. Also er macht quasi im inneren Bereich der Okklusionsfläche macht er diese Punkte 4-mal, und je weiter er nach außen kommt, desto weniger von der Schichtanzahl, ja? Weil nach außen hin wird der Schmelz immer dicker, da scheint immer weniger Orange durch. Okay. So then, after that, then we can go to the grooves. Und jetzt geht er an die Gruben. Okay. And grooves, we like to have the color a little bit more darker, so we're going to use A3.5 one more time. Und wirklich im Bereich der Gruben möchten wir eine wirklich noch mal dunklere Dentinfarbe haben. Und deswegen nimmt er hier die A3,5. And when you color, just color your grooves. You can just follow the deepest part of your grooves and color like your porcelain crowns, like you stain your porcelain crowns. That's the idea. Ja, okay. Also wenn Sie die Gruben malen, ziehen Sie einfach die feinen Linienlinien nach, genauso wie Sie das bei einer keramischen Krone machen würden. Gleiche Idee, gleicher Gedanke. Okay. So, same thing, midsection maybe 4 times, but outside make it like 2 to 3 times. Und auch da wieder in der Mitte 4-mal wiederholen und in den Außenbereichen dann eher nur 2-mal. Okay. Okay, so once we're done, we're done with the body color, so we're going to go to the incisal. So, jetzt gehen wir zu der Incisal-Schichtung, also zu den Incisalfarben. Well, incisal, we're going to use incisal light and incisal dark, and we're going to put those colors next to each other. So was wir machen, wir benutzen Incisal hell und Incisal dunkel, und die tragen wir immer im Wechsel auf. Er fängt aber zunächst mit Incisal hell an und bearbeitet die ganze Fläche. Okay, so first we're going to use incisal light. Wir benutzen zuerst Incisal light. Okay, so the cusp area, we like to keep it a little bit lighter, so we're going to use incisal light on the cusp. Und auf den Höckern, die möchten wir ein bisschen heller gestalten, dann nehmen wir Incisal light. Okay. And right next to it, we're going to put the incisal dark, so let's make a little space over here. Und wir wollen ja immer im Wechsel die beiden Farben auftragen, das heißt, wir lassen immer ein bisschen Raum und tragen dann wieder Incisal light auf. And same thing, you can just go all around. Und dann gehen wir ganz rundherum. Und tragen quasi rundherum Incisal light auf. Okay.
And in incisal, the basic number of coloring is 4 times. Und auch die Incisal-Farben tragen wir auch 4-mal auf. But if you add more, you can have a darker incisal. If you go less, you're going to have a lighter incisal. So you can adjust that amount by your experience and also from your custom shade. If you like to make it darker, you can go more. Also wir sagen, wir machen das jetzt 4-mal. Es kann auch sein, dass man es mal nur 2-mal macht oder auch 5 oder 6-mal, je nachdem, wie intensiv das werden soll. Sie machen das 3-4 Mal, dann wissen Sie, wie die Farben wirken und dann können Sie entsprechend die Schichten auch die Anzahl verändern. Okay. And also, if you have an incisal that is more deeper, I mean from the cusp, if you have something very close to the cervical, all you have to do is the same thing. When you build up porcelain, you build up your porcelain right over to the cervical area. Just do the same thing what you do with porcelain. Also quasi benutzen Sie die Farbe oder die Inzisalfarbe so, wie Sie auch Ihre Schmelzmassen bei der Keramikschichtung benutzen würden. Von wegen, wie tief ziehe ich die runter Richtung zervikal. Okay, so then we're going to use incisal dark. Und jetzt benutzen wir Incisal Dark, Incisal Dunkel. Okay, so dark, basically you just fill it in between the incisal lights. Und das legen Sie jetzt einfach auf die freien Stellen zwischen dem Incisal Light Aufstrich. Okay, so you can still see it's rough, but keep it that way. That's gonna give your crown a Wieder real sehen natural Sie, look. wir machen das nur grob, damit es einfach auch, das reicht, das ist gut, es ist besser so und es geht auch schneller. Okay, so once you're done 3 to 4 times, Und das machen Sie wieder 4-mal. okay, then we're gonna go to the occlusal. Und jetzt die Okklusalfläche. Then first pick incisal dark. Dann nehmen wir zuerst die Incisal Dark, Incisal Dunkel. Okay, and then put the dark right to the edge of the occlusal surface. Und Incisal Dark geben wir direkt auf den Rand den Höckerspitzenpunkt auf. Okay, so the reason why I'm doing this is this will be a borderline from the occlusal surface to the bubble surface. Warum er das macht, das ist quasi wie so eine Grenzlinie zwischen der Okklusalfläche und den bukalen Flächen. And doing that, it will create a shadow, and when you put it in the patient's mouth, you will see more natural appearance. Es kreiert einen Schatten, der, wenn die Krone im Mund eingesetzt wird, eine natürliche Dreidimensionalität bewirkt. Okay, so then after that we can go back to incisal light. Und dann geht es weiter mit Incisal Light, Incisal Hell. And same thing, on the main ridge, you can go like 3 to 4 times. You can just adjust the amount by shade. You can just change it by yourself. Und die Hauptwülste werden jetzt wieder mit dem Incisal Light 3-4 Mal bemalt. Okay, and also we're going to use incisal dark, so let's just put the incisal light with a little space for the incisal dark. Also wir werden dann nachher auch noch wieder das Incisal Dark benutzen und wir lassen wieder quasi Platz, immer im Wechsel Incisal Light, Incisal Dark. Okay, then after that we can go to incisal dark one more time. Und dann nochmal Incisal Dark, wenn wir das gemacht haben. And just fill in the space that you have in between the incisal light. Und füllen diese Räume eben auf. Okay, so once you're done, your crown is finished. Okay, and So, das war's. All the edges around must be covered with incisal. yeah, incisal. Well, you don't really have to cover the whole thing. You know, if you go roughly, sometimes you're gonna miss it. If you miss it, don't worry. Yeah. Also wirklich dann nur grob drüber gehen, nicht da sitzen und alles fein bemalen wollen. Yeah, so you don't have to be picky. Just go roughly by. Picky, what is that? Oh, I'm using something like, you know, going for Klein details. nicht. Zu Ja. genau sein. Zu genau sein, ja. Sie brauchen nicht so genau sein. Okay, so once you're done with the color, then final finish. Use a thinner. Okay.
rub the thinner on the surface. So, jetzt benutzen wir diese Spezialflüssigkeit und pinseln die ganze Fläche nochmal mit dieser Flüssigkeit ein. Okay, and go all around 3 times. 3-mal. And also inside 3 times. Und auch innen 3-mal. Okay. And the reason why we're doing this is we're trying to push the color deeper into the zirconia material. Was wir damit erreichen wollen, ist, dass die Farbpigmente tiefer in das Zirkon eindringen. Also sie dringen damit auch tiefer ein. In average, it will go deeper, close to 1.5 millimeters to 2 millimeters. Und wir kriegen die damit 1,5 bis 2 Millimeter ins Zirkon rein. And if you already have a experience with different materials, probably you know that it's really hard to have the color penetrate deeper. Und wenn Sie schon Erfahrung mit anderen Einfärbeflüssigkeiten haben, dann wissen Sie, dass es nicht einfach ist, die Farben in die Tiefe zu bringen. So this is a solution. Und das ist hier die Lösung, ja? Okay. So after this, as you can notice, it's already dry. So once you finish your color, just put it in your center furnace and just heat it up. You don't need the lamp? No lamps. Yeah. Really? Ja. Okay. Also Sie können mal schauen, das ist also so, dass man es quasi direkt in den Sinterofen legen kann. Ja. Und das ist auch beim Auftrag schon eine große Hilfe, dass wir nicht diese wasserbasierten oder säurebasierten Flüssigkeiten haben, die nicht richtig eindringen. Yeah. So even if you have a big arch like this, same thing. Do the color, finish it, just put it in the center furnace. Ja, und auch wenn Sie so eine große Arbeit haben, die wird bemalt und dann wird die direkt in den Sinterofen. Das wird direkt gesintert. Das muss nicht unter eine Lampe oder sowas. Yeah. And in the interdental areas, is there some difference when there is a bridge? Okay. Do you put some stain interdental? Yes, I will go like 1 to 2 shades darker. Yeah. Also wir würden, wenn wir eine Brücke machen, gehen wir interdental 1 bis 2 Farbtöne von der Bodyfarbe her dunkler. Das war es jetzt soweit mit unserer Demo. Sie können sich hier nochmal anschauen, was wir eben für Arbeiten machen. Das ist hier eine monolithische Brücke, die allein nur mit Silaster behandelt ist. Maybe we should tell about the Silaster. Yeah, I'm going to do it. Yeah. Ja, okay. Okay. So once you're done and your crown comes out, now you can polish it. Okay. Und wenn Ihre Krone fertig ist, sie kommt raus aus dem Sinterofen, wird sie poliert. Yeah, from my experience, I'll always use a rubber diamond wheel and just polish the whole surface. Also er macht das mit einem Gummidiamanten, die Oberfläche polieren. And also one more thing, to finish your zirconia crown, it's very important that the zirconia doesn't have any fluorescence. Und wenn Sie jetzt das Finish machen bei Ihrer Krone, Sie wissen ja, dass Zirkon nicht fluoreszent ist. Das heißt, wir bringen jetzt noch Fluoreszenz rein. Okay. And also when you polish zirconia, you're going to have a super high shine, so it doesn't look natural in the patient's mouth. Also bei dieser Art sieht man ja, das ist jetzt hochglanzpoliert und das ist ein unnatürlicher Glanz. Wir wollen einen natürlichen Glanz haben. Okay, so to give more natural appearance, you can use this. It's a Z-luster. Und um das dann natürlicher aussehen zu lassen, nehmen wir das Silaster-Spray. Yeah, it's a spray with the glaze powder and Das ist fluorescence ein material. Spray mit Glasurmasse und Fluoreszenzmaterial. Okay. So you can spray on the surface 3 times, 3-mal wird das aufgesprüht auf die Oberflächen. and you'll get, if you go 3 times, you'll get less than 50 micron glazed surface. Und wenn Sie das 3-mal machen, dann haben Sie weniger als 15 μ Schichtstärke Glasurmasse. So the glaze will create your natural appearance like your porcelain crown, and Und das, also ja, die Oberfläche wird davon natürlicher, wie bei einer Keramikkrone. you're going to get your fluorescence. Und das wird fluoreszent. Okay, so just spray it. One time. You can see it's already dry. Sie sehen, das trocknet also sehr schnell aus.
So just go 3 times and just put it in your porcelain furnace. Und das wird 3-mal übersprüht und dann kommt es direkt in den Keramikbrennofen. Okay, and just go heat it up to 850 Celsius. Und das brennen wir bei 850 Grad. Okay, and hold it for 2 to 3 minutes. Und die Haltezeit für das Material sind dann 2 bis 3 Minuten. And then you can just finish it, or you can repolish it, or if you're okay with the glaze, your crown is basically done. So you're finished. Ja, und wenn Sie mit dem Glanz zufrieden sind, ist Ihre Krone, Ihre monolithische Krone quasi